Es geht weiter mit dem Polo-Projekt. Klaus kümmert sich heute um die Reparaturen. Dank unseres Partners ATP, der die Teile zur Verfügung gestellt hat, die jetzt gekommen sind, kann Klaus weiterarbeiten. Viel Spaß. Danke Marcel für die Teile. Wir gucken jetzt mal rein und dann schauen wir mal, was wir damit alles machen. So, hier haben wir die Teile. Gucken wir doch mal, womit wir anfangen. Wir haben hier einmal eine Ventildeckeldichtung, ein Staubschutzkappenkit für die Stoßdämpfer hinten, ein Zahnriemen, meine ich. Hier haben wir ein paar Stabi-Buchsen, Werbung für einen Rasierer, falls ihr das haben möchtet. Motoröl, Schiebedachaufsteller, ein Ölfilter, den brauchen wir da jetzt nicht extra rausholen, eine Wasserpumpe, Scheibenwischerblatt für klare Sicht, eine Anhängersteckdose, ein Stellmotor für die Leuchtweitenregulierung, ein Querlenker. Hier war die Manschette offen bei dem, deswegen erneuern wir das und da werden gleich die Buchsen mit erneuert. Sozusagen tauschen wir das ganze Bauteil, ist einfacher. Angetrieben vom Zahnriemen. So, dann nehmen wir jetzt erstmal den Scheinwerfer raus und machen den Motor für die Leuchtweitenregulierung neu. Kann man im eingebauten Zustand machen, wir nehmen den aber raus, sodass das mit der Kamera ein bisschen zu sehen ist, ansonsten ist das ja langweilig. So, los geht's. Okay, also wir nehmen jetzt den Scheinwerfer raus, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Braucht man beim Polo jetzt nicht viel Fachkenntnis für, kann jeder alleine. Ein paar Schraubendreher und schon geht's los. Als erstes entfernen wir die Blende hier. Ist natürlich bei so einem alten Auto mit Sie anzureden. Zack. Dann fummeln wir mal den Blinker raus. Warte, ich zeige euch das, wenn er draußen ist, wie der festgemacht ist. Eigentlich relativ simpel. Der ist nur reingeschoben und hat hier eine Nase. So, Scheinwerfer ist lose geschraubt. Alle Stecker sind ab. Wir haben hier die Leuchtweitenregulierung. Hier ist unser Leuchtmittel vom Hauptscheinwerfer. Hier ist ein Standlichtbirnchen und den Blinker haben wir ja gerade schon entfernt. Jetzt ist es auch hier ganz einfach, es ist nur ein Bajonettverschluss. Hier sieht man eine kleine Mummel. Jetzt dreht man den nach links und kippt den so raus. Und schon ist es raus. Motor defekt. Altes Auto passiert, aber wir haben ja Abhilfe. Und tja, wie es so ist im Leben, passt nicht. Leider falsch. Was willst du machen? Müssen wir nochmal neu bestellen und dann geht die Sache von vorne wieder los. Ja, auf was hast du Lust? Wir können eine Ventildeckeldichtung wechseln. Ja. Dann muss man die manchmal abhebeln. Aber guck mal, Deckelchen, Dichtung ist hier. Hier sehen wir die Nockenwelle. Hier sind die einzelnen Nockenzapfen, die die Ventile steuern, sozusagen, die die Ventile dann halt, einfach gesagt, hoch und runter machen. So, und an die Kanten, hier wo die Knicke sind, macht man immer einen kleinen Klecks Dichtmasse. Hier siehst du, wie die Dichtung gesessen hat. Hier siehst du an den Linien, schön gerade. Und dann siehst du hier, zack, hat sie hier eine Beule gehabt. Nicht richtig gesessen hier. Genau, hier sieht man es auch. Dichtung saß schief und schwuppsiwupps hast du einen Ölverlust. Hier. Jetzt drückt man ein bisschen an und schön da drin liegen bleibt. Deckeldichtung erledigt. Wollen wir einen Ölwechsel machen, Moritz? Oder wollen wir einen Querlenker machen? Du darfst dir das aussuchen. Du bist heute die Prinzessin. So. Zack, haben wir schon mal eine verrostete Bremse. Aber wie gesagt, die schleifen wir ein bisschen frei nachher. Das hast du bei jedem Auto, was lange steht. Da und da. Stabi-Buchsen wollten wir auch machen. Das sind die beiden Jungs hier. Das heißt, wir schrauben jetzt den Stabi ab, lassen ihn runterhängen, machen die Muttern vom Stabi ab hier. Dann hoffen wir, dass der da rausgeht. Das ist manchmal ja, fest. Dann nehmen wir die Querlenker raus und in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Ratzfatz, 4 Minuten, wie lange kann das dauern?
Zack. Ja, jetzt wechseln wir erstmal die beiden Stabibuchsen aus, legen uns das schon mal hin, wischen das eben ab, dass es ein bisschen sauber ist, fetten das Gewinde neu und dann können wir das, ist das schon mal bereitet, schon wieder vorbereitet für den Einbau. Jetzt, ja, jetzt weiter. So, das zieht sich dann ran beim Festschrauben. Gut, packen wir beiseite, machen hier nachher noch ein bisschen Fett dran, wischen das immer über und dann stecken wir das nachher wieder drin. Ja, richtig easy peasy. Fertig, andere Seite. Ja, manchmal tatsächlich hat der Stabi jetzt so viel Spannung gehabt, dass wir den Lenker noch mal rausmachen mussten, um es erst hier einzuführen und den dann hierin zu drücken. Manchmal hast du einfach keinen Hebel oder hast nicht genug trainiert, um das zusammenzukriegen. So, Achse ist fertig. Ging besser als gedacht. Stabibuchsen haben wir erneuert. Die Querlenker sind neu. Alles ist festgezogen. Und jetzt würde ich sagen, weil er schon gerade oben ist, an den Ölfilter kommen wir super ran und an die Ablassschraube machen wir jetzt erstmal den Ölwechsel. Hier sieht man den Klassiker, das ist jetzt auch nicht manipuliert. Der Filter, 20 Newtonmeter soll er kriegen und der ist aber leider hier, also handfest ist ein bisschen wenig. Also handfest soll ja schon auf 20 Newtonmeter, aber das ist hier weniger als handfest. Und guck mal, das Öl sieht auch gar nicht so schlecht aus. Das Licht schimmert hier gerade schön drin. Kann man es schön sehen, ich weiß nicht, ob du es auch siehst. Doch ganz schön hell, oder? Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Ja, ihr habt ja gesagt, ihr wisst die Wartungshistorie nicht, wahr? Vielleicht haben wir beim Zahnriemen sogar auch eine Überraschung und der ist frisch gemacht, wenn wir einen Deckel abmachen. Werden wir alles sehen. Ja, ist auf jeden Fall ein Auto, was schon ab und zu mal einen Ölwechsel gesehen hat. Das Öl sieht wirklich, Läuft doch gut. ja, Ist nicht fett. guck mal, ist schön noch nicht schwarz. Also da war er kein Schludrian, der Vorbesitzer. Das ist okay. So, und währenddessen das Öl abläuft, trinken wir erstmal einen Kaffee und wow, und sehen uns danach wieder. So, Ölfilter ist fest, Ablassschraube ist fest. Jetzt machen wir den mal schön sauber ein bisschen mit Bremsen rein, ja. Von unten, dass das alles ein bisschen ansehnlich ist und dann füllen wir frisches Öl auf und dann passt das, haben wir das auch erledigt. Ratzfatz. So, wir machen nur grob sauber. Die gründliche Reinigung, das macht Nico und Marcel. Aber so ein bisschen Kultur machen wir halt auch, dass es wenigstens ein bisschen ansehnlich ist. Es ist wieder halbwegs ansehnlich und wir sehen nachher auch, wenn wir ihn laufen lassen, ob alles dicht ist oder ob es noch Undichtigkeiten gibt, die wir noch beheben müssen. Also du kannst Billardöl kaufen, du kannst teures Öl kaufen, das kann man alles machen, aber wichtig ist, dass man beim Hersteller auf die Verpackung guckt und das wirklich auch eine Freigabe für dieses Fahrzeug hat. Ja? Hier, das ist halt so eine alte VW-Freigabe für das Ding hier, 50100, 50101. Die neueren haben dann irgendwie eine 50700 Freigabe bei VW oder 50900, das sind jetzt die ganz neuen. Da sollte man darauf achten, dass das auch wirklich die Freigabe hat und nicht nur der Freigabe entspricht. Freigabe entspricht heißt meistens, dass der Hersteller des Öls das Geld für die Zertifizierung nicht in der Hand nehmen wollte, um halt diese Freigabe offiziell zu kriegen. Genau. Aber hier bei Castrol bist du auf der sicheren Seite. Das ist ein super Öl, ja, hat meistens immer die Freigaben, dafür kostet es halt auch immer einen Euro mehr. So, nach kurzer Wartezeit gucken wir jetzt nochmal, wie der Ölstand ist. Wie man sieht, top. Gut. Jetzt nehmen wir noch mal hoch, gucken, ob auch alles dicht ist, der Filter dicht, die Ablassschraube dicht. Und dann geht's zur nächsten Baustelle. Ölfilter ist trocken, Ablassschraube auch, kein Tröpfchen dran. Perfekt. Wir können jetzt die Stoßdämpfer hinten machen, also diese Staubschutzkappen an den Stoßdämpfern. Die machen wir jetzt.
würde ich sagen, oder? Let's go. Und als letztes machen wir dann einen Zahnriemen und noch den Schiebedachrahmen. Den haben wir hier übrigens schon mal ausgebaut, weil wir die Dichtungslänge ermitteln müssen noch vom Schiebedach. Und warten jetzt auf die Dichtung und dann hämmern wir das wieder drin. Genau, so machen wir das. Das ist relativ unspektakulär bei dem Auto. Siehst du doch schön die Wasserpumpe da durch? Ja, muss man dann rankommen. Aber wie gesagt, geht bei dem alles noch. Gibt viel beschissenere. Ja, aber jetzt machen wir erstmal den Stoßdämpfer hinten raus, oder? Ja, was willst du dazu sagen? Also das sieht ja aus wie von einem Igel zerfressen, oder weiß ich nicht. Ja, erneuern wir sind die Anschlagpuffer bzw. der Staubschutzkappensatz für den Stoßdämpfer, damit die Kolbenstange hier keinen Schaden nimmt. Genau. Machen wir kurz neu und dann kann er wieder ein paar hunderttausend fahren. So soll es sitzen. Und dann jetzt schon Retour. So, wir machen das jetzt einfach. Da wir hier nicht ständig die Kollegen fragen wollen, ob die mal helfen können, schrauben wir einfach das Rad drauf und lassen das Auto runter und sehen zu, dass der Dämpfer wieder oben eintaucht und schrauben den dann einfach von oben fest. Genau. Den führen wir dann bloß so ein bisschen und dann kicken wir, dass der da oben durch das Loch geht. Feuer frei. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gut. So. Auch erledigt. Ja, mehr können wir heute gar nicht tun. Zahnriemen machen wir morgen. Und wir hoffen, dass noch ein Wischerblatt kommt zum Morgen. Wie gesagt, ein paar Teile waren tatsächlich auch ja nicht so einfach zu kriegen. Ein paar, die so gefehlt haben. Gerade Originalteile, das hat dann schon ein bisschen gedauert. Ansonsten sind wir auf einem guten Weg. Und wir sehen uns morgen, dann geht's weiter. Tag 2 am Polo, heute geht's weiter. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet, weil Moritz so lange geschlafen hat. Genau, heute steht auf dem Plan Zahnriemen. Den habe ich schon freigelegt etwas. Kann man hier ganz gut sehen. Ich habe das schon mal auf Markierung gestellt und habe mir das markiert, sodass nachher nichts Schlimmes passieren kann, dass die Steuerzeiten hinhauen und dass der Motor nicht aufsetzt und irgendeinen Schaden nimmt. Und wir wechseln heute noch die Bremsschläuche. Ja, ein paar Kleinigkeiten sind da noch zu tun, wie Spiegel tauschen und sonstiges, aber da warten wir leider noch auf Ersatzteile. Ja, und jetzt legen wir los, würde ich sagen. So, neuer Bremsschlauch. Vorher halten wir den mal ran und gucken, ob das auch passt. Ja, sieht erstmal ganz gut aus. Wenn wir ihn ausgebaut haben, legen wir es aber noch mal daneben. Ja, Bremsflüssigkeit oder beziehungsweise Bremsschläuche wechseln sollte man wirklich bloß machen, wenn man ein bisschen Ahnung hat, beziehungsweise in einer Selbsthilfewerkstatt oder so, dass man es auch vernünftig entlüften kann danach, dass man nicht ins Leere tritt, das wäre dann doof. Man sieht jetzt hier, dass beim Abschrauben des Bremsschlauchs genau hier drin, dass halt ein bisschen Dreck sich angesammelt hat und das puste ich jetzt eben mal aus, dass es nicht beim Verschrauben ins Loch, das sozusagen verstopft. Wir machen das ein bisschen sauber und dann kommt der neue Bremsschlauch wieder rein. So, Seite 1 ist dran. So, wir saugen jetzt die alte Bremsflüssigkeit ab. Und dann schieben wir mit Druck neue Bremsflüssigkeit hier rein und drehen am Bremssattel die Entlüfterschraube auf und entlüften das System und wechseln somit auch gleich die Bremsflüssigkeit. Jetzt weiß ich nicht, ob du es sehen kannst, hier, wie die ganze Luft rausblubbert. Wie lange lässt das jetzt laufen? So lange, bis halt keine Luft mehr kommt und bis wir halt die Flüssigkeit getauscht haben. Wir haben ja die alte Flüssigkeit abgesaugt, ansonsten würden wir die, sag ich mal, gammelige Bremsflüssigkeit hier durchdrücken, das wollen wir nicht, deswegen saugen wir die vorher ab, füllen es mit frischer auf und schieben schon gleich die frische hier durch. Ja, wir entlüften immer diagonal die Bremskreise, genau, und die Bremsflüssigkeit wechselt man auch nur deswegen, weil die ist wasseranziehend, hygroskopisch und Wasser kann ja anfangen zu kochen oder zu vergasen sozusagen. Und wenn du dann mal auf der Autobahn eine Vollbremsung machst von 210 runter und die Bremsflüssigkeit ist heiß, dann kann sie halt verdampfen und du kannst ruckartig ins Leere treten.
Deswegen sollte man die alle 2 Jahre tauschen. So, Bremse haben wir entlüftet, vorne wie hinten. Frische Flüssigkeit ist drin, jetzt geht's zum Zahnriemen. So, das ist ein relativ simpler Zahnriemen. Der Zahnriemen wird von der Kurbelwelle angetrieben. Das ist da unten, dann gibt es hier eine Wasserpumpe, dann gibt es hier eine Nockenwelle. Bei neueren Modellen oder bei anderen Modellen gibt es halt noch eine Spannrolle. Hier wird über die Wasserpumpe gespannt. Relativ simpel, hier gibt es auch keinen Zeiger. Normalerweise bei Zahnriemen hat man an der Spannrolle immer einen Zeiger, der sagt, wie straff soll es sein. VW sagt hier 90 Grad, sollst du knicken können. Dann ist er richtig gespannt. Genau. Es gibt andere Antriebsarten, es gibt noch Steuerketten, Stirnradantrieb. Es gibt dann noch viele Sachen. Zahnriemen hat sich aber durchgesetzt, ist robust, kann große Kräfte übertragen. Und wenn man sich an die Intervalle, an die Wechselintervalle hält, wird er auch nicht reißen und leistet treue Dienste. So, da es für euch natürlich nicht interessant ist, wie ich einen Zahnriemen wechsle, lassen wir das einfach mal dem Moritz machen. Ich sage ihm, was er tun soll, und er macht sich heute mal die Finger schmutzig. Lose. Ist schon locker genug? Ja, guck mal, kannst den Riemen kannst du jetzt Runterziehen. genau, einfach runterziehen, ganz zärtlich. Super. So, mit einem Gegenhaltewerkzeug halten wir jetzt das Nockenwellenrad fest und Moritz löst das jetzt. Yes. Perfekt, wo hast du jetzt hier eine Schraube von der Wasserpumpe? Ja. Willst du mit Wasserpumpe raus? So, da wir über die Wasserpumpe spannen, können wir natürlich die nicht trocken einsetzen, sondern die dreht sich ja ein bisschen, und dass die Gummidichtung keinen Schaden nimmt, müssen wir ein bisschen Öl oder Fett dran machen. So, Nockenwellenrad haben wir jetzt handfest geschraubt, Wasserpumpe ist drin, können wir spannen. Jetzt machen wir das alles ein bisschen sauber vom Kühlmittel, was hier noch so rumschlawinert, und dann legen wir schon den neuen Zahnriemen rauf. Und geht nicht, dann müssen wir die Wasserpumpe erstmal entspannen. Kann sein, dass, nö, geht. Wir müssen jetzt erst die perfekte Spannung feststellen. Ach so. Hier Den Riemen auf der, meinst du? genau. Jetzt sind es genau 90. Perfekt, dann Wasserpumpe fest. Spannung ist super, Wasserpumpe ist fest. Unser Spannwerkzeug ziehen wir raus. Also wir können jetzt die Jetzt, Nockenwellenkurbel wieder festziehen. Jetzt ziehen wir die Nockenwellenschraube noch fest. Und dann war's das. So, Nockenwellenschraube ist fest. Jetzt drehen wir den Motor noch mal durch an der Kurbelwelle, gucken, ob unsere Markierungen danach noch stimmen, und dann Verkleidung ran und fertig. So, wir fangen an, wenn der schwarze Strich auf schwarzen Strich ist. So, die Steuermarkierungen fluchten. Man sieht es hier. Jetzt drehen wir den Motor durch. Bam. Alles stimmt. Verkleidung ran, anmachen und los. Währenddessen Moritz geschlafen hat, habe ich die Front wieder zusammengebaut, habe die Verstellung instand gesetzt. Instand gesetzt heißt, ich habe ein paar Mal raufgeklopft mit einem Schraubendreher. Einer hat am Rädchen gedreht, so dass der Motor bestromt wird, und dann war er auch wieder am Leben. Das bleibt erstmal so. Wenn wir einen neuen kriegen, tauschen wir den noch, aber vorerst funktioniert es. Jetzt haben wir noch das Problem mit dem Kotflügel. Wie man sieht, hat er hier auf der Seite ein Loch für den Seitenblinker, den habe ich jetzt schon rausgemacht, und auf der anderen Seite ist natürlich kein Loch da. Hier habe ich schon für den Klempner oder Lackierer Löcher gemacht, wie der Blinker nachher ran muss, und das auf simpel. Man nimmt eine schwarze Hand, man nimmt ein Blatt Papier, legt das hier rauf auf irgendeiner Kante, die man als Bezugspunkt nimmt. So. Und jetzt zieht man einfach nur mit seinen Dreckfingern hier rüber, und schon hat man eine wunderschöne Schablone.
Die legt man dann einfach auf der anderen Seite an, schneidet hier ein Loch drin, geht mit einem Edding-Eimer rum und dann hat man seine Löcher. Ohne großes Ausmessen spiegelt man, rangelegt, angemalt, fertig. Da es keinen neuen Kotflügel gibt, sondern wir den instand setzen, die neuen Kotflügel haben auch alle kein Loch mehr für Blinker. Bei VW im Teileprogramm steht, mit Werkstattmitteln anfertigen, haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir halt den Kotflügel, entrosten den, entlacken den vernünftig und lackieren wieder in Rot und dann kommt er wieder ran. Auch was Schönes, spart man ein bisschen Taschengeld für den Kotflügel. Kotflügel schraube ich kurz ab. So, könnt ihr mitnehmen, Jungs. Abmarsch. Danke Klaus und Mo. Das Auto ist jetzt durchrepariert. Um den Rest kümmern wir uns. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und abonniert die Glocke. Bis zum nächsten Mal.